So, ich glaube, hier haben wir jetzt nicht gerade einfach mal so schnell die Möglichkeit zu wechseln. Deswegen bleiben wir erstmal noch da. Oh ja, stimmt, der hat seinen Bruder verloren. Miese Geschichte. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. War schon auch so ein Gedanke, mit dem ich gespielt habe. Dass es im Grunde zwei verschiedene Kults gibt. Einmal hier der Kult, ne? Weil wir müssen ja dran denken oder müssen bedenken, wir haben auch diese Stashes gefunden, in denen Sachen drin gestanden haben, wie, ich kann es jetzt nicht 1:1 wiedergeben, aber da gab es Sachen, die drin gestanden haben, dass es sowas wie Nachmacher wohl gibt oder sowas und dass die auf jeden Fall bekämpft werden müssen und dass die Leute vom See weggehalten werden müssen und irgendwie solche Geschichten gab es da ja, die auch drin gestanden haben. Deswegen war ich auch schon so ein bisschen mit dem Gedanken am Spielen, dass es ja im Grunde zwei Seiten gibt, nenne ich es jetzt einfach mal. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just the name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Ja, kann ich nicht verübeln, dass er noch nie davon gehört hat. Darf erstmal wieder ein bisschen Aktenarbeit machen. Da darf ich immer noch nicht ran. Nee. Hm. Nee, dachte ich mir schon. Kommt da auch nicht hin. Das kommt da auch nicht hin. Habe ich ja wahrscheinlich schon probiert. Hier auch nicht. No. Never heard of Scratch. Ja, wo soll das denn bitte hier reinpassen? Spiel. Da steht nirgends irgendwas.
Cult working for with someone? Okay, I don't... Wo könnte das denn hinkommen? Nee. Gut, haben wir das auch. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Jetzt darf ich noch nichts machen. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. Ja, das kam mir aber auch schon so ein bisschen so vor, als es hieß bezüglich... Das sieht ein bisschen creepy aus. Als es hieß, dass... ich weiß nicht mehr, wie das war. Das war aber, als wir mit Saga zu Watery gefahren sind. Da gab es ja auch ein Gespräch, was mich hat eigentlich positiv auf die beiden wirken lassen. Aber ich muss auch sagen, das Spiel hat sehr schnell hingekriegt, dass ich sehr schnell gedacht habe, das sind Arschlöcher. Dass die hinter dem Kult stecken, so wie er, ne? Mit Ritualen und was weiß ich nicht alles für Scratch und so weiter und so fort. Bin froh, dass es doch nicht so ist. Aber ich hätte da auch ein bisschen weiter denken sollen an die ganzen Stashes, wie ich ja vorhin schon erklärt habe. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time. Wrong place. Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Auch interessant. Boah, es tut mir echt leid um Jako. Das ist doch der gestorben ist, der Bruder, ne? Ilmo, mit dem haben wir gerade geredet und Jako ist doch der gestorben ist. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The Big Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Das finde ich gut, dass auch wieder so ein bisschen so leicht ein Zitat vom ersten Teil gerade dabei war. Als Thomas Zane, Vorgänger im ersten Teil, als ja dann der Doppelgänger von Alan Wake vor Alan gestanden hat, hat ja Tom Zane gesagt, "Don't worry, your friends will meet him when you're gone." Das ist einfach dieses Spiel, ne? Es ist schon geil, wenn du so wirklich noch so gute Verbindungen zum ersten Teil hast, dann, ja. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Ich muss gestehen, ich habe gerade schon so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, als er gesagt hat, so, er ruft die Gang zusammen, machen ihren Bruder stolz. We're the better Koska.
much better than me. Ach, ich hasse dieses Spiel. Ich kenne Jako nicht mal richtig. Oder lange oder viel mit ihm geredet und es ist... tut trotzdem weh. I'm so sorry, Jakob. Halt die Klappe, sonst heute ich gleich auch noch. Mann, ey. Scratch's wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. Was? You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Oh, wait, what? Scratch was pretending to be Wake. Manipulating me. What does he want from me? No. I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Natürlich will er den Klicker, was sonst? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Danke für den Schlüssel. Haben wir alles schon gelesen gehabt. Was sagt mein Inventar? Ja, da ist noch massig Platz. Da ist ja noch massig Platz. Eieieiei. This is the kind of case my ex hated. The ones that might kill me. That's funny. The
cases that might kill me were my ex's favorite. Ich glaube, zwischen den beiden wird noch was anfangen zu laufen oder so. Ich habe übrigens auch mitbekommen, gegen Ende November soll es ein großes Update geben zu Alan Wake 2 mit einem New Game Plus Modus, mit dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad, den es ja auch in Alan Wake 1 schon gegeben hat. Und dieser Nightmare-Schwierigkeitsgrad soll wohl neue Manuskriptseiten auch beinhalten, wie es im ersten Teil schon war. Aber es soll auch teilweise an ein paar Punkten oder sowas ein bisschen alternative Storyverläufe geben. Da bin ich mal ultra gespannt darauf, was es damit dann auf sich hat, dass es alternative Storyverläufe da geben soll. Das werde ich mir auf jeden Fall dann nochmal angucken. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann streamen würde. Da bin ich mir noch uneins, aber ich schätze einfach mal nicht, dass ich das machen würde. Und es sind ja auch 2 große DLCs geplant und der erste soll im Februar kommen. Also könnt ihr auf jeden Fall schon mal dementsprechend damit rechnen, dass im Februar wieder Alan Wake Stuff gibt. Im Stream. DLCs. Was haben wir denn hier? Transcript of Interview with Subject Alan Wake Suspected Parautilitarian, was auch immer das genau heißt. Mr. Wake, you have been taken into FBC custody and will receive an in-depth interrogation at a later date, but for now I need to ask if there's anything you can tell us regarding the incident at the hotel. Anything we may need to know. Hotel? There's a force here you don't understand. The presence, it's after me. It wants to consume me, consume everything. Yes, you mentioned this dark presence before. Why does it want you? It feeds on artists, on the art they create. It wants me because of writing, but it can be any form of art, any artistic expression, music, painting, film, photography. It can feed on any of it, all of it. You have to believe me. Ja, das wissen wir auch schon seit dem ersten Teil. Der Typ, der ja die Gemälde gemalt hat, die Bilder, die ja dann Realität wurden, mit den Raben, unter anderem. Natürlich Alan Wakes Schreiben, das Schreiben von Tom Zane, die Musik von den Old Gods of Asgard. We are all aware of this entity, Mr. Wake. We've been tracking the situation here for a long time now. You yourself have been on our radar for over a decade. I'm sure those nuts in the research department are just going to love checking you out. Hey, make a note to redact that before submission. Let's get back on track. You mentioned the light switch earlier. Where is it? I don't know, but I need it. Ja, dass das ja hier Dings war, das wissen wir ja mittlerweile. Scratch. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Das ist richtig. Barbara Jagger zum Beispiel. The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? FVC file on the clicker and its paranatural Dingsbums. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Dark Presence assumed the form of Barbara Jagger. Right. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. I need to know what information I can still trust.
Weiß ja nicht, ob das so funktioniert, ihn aus dem Lake zu holen. Bisher war es ja immer so, was aus dem Lake wieder rauskommt, kommt als Monster da wieder raus. Wobei, Alice ist ja auch aus dem Lake rausgekommen. Und die wurde ja kein Monster. Hmm. Auch nicht? Sicher? Keep trying. Ach, da. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Ich denke mal, ich würde heute noch 2 Kapitel mit Saga machen und morgen machen wir dann, ja. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Mal gucken, wie weit wir heute genau kommen. Ich bin jetzt jedenfalls erstmal ganz kurz weg. Ich bin aber sofort wieder da. Also dranbleiben, kurze Pinkelpause. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ah. Weiter geht's. Oh. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Zurück ans Storyboard. Ich meine an die Ballakte. The clicker can fix this. But I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. Und wie? I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Wie will die das denn bitte Got it hinkriegen? now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Okay, ich kann mit ihr reden. Kann ich mit ihm nochmal reden? Nö. Oh, brother. Ach, die Gang ist, ach stimmt ja, ich habe ja dieses Dings. Die Gang, also zumindest ein paar Leute sind schon wieder... Oh Gott, es ist einfach wieder ein Sauwetter, ne? Ist genauso wie hier aktuell. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back.
You sure you have it all figured out? This is the beginning of the end game. To travel to Cauldron Lake, you'll need to save your game first. Exploring and traveling to other areas will be limited if you choose to continue. Heißt das auch das Wechseln zwischen Alan und Saga? So nach dem Motto, dass wir jetzt ins finale Kapitel mit ihr reingehen oder in die finalen Kapitel, je nachdem wie es aufgeteilt ist. Und dann ist natürlich die Frage, ab wann wird das Endgame von Alan getriggert? Und ich glaube, hier habe ich auch nirgends was. Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Kann ich hier irgendwo denn auch wieder... Ne, hier kann ich nicht wechseln. Hier auch nicht. Auch nicht. Meine Güte, ey, das muss hier aber danach so was von... Also eine ordentliche Grundreinigung braucht das hier. Dann ist natürlich die Frage, falls jemand anwesend ist, wie sollen wir oder wollen wir weitermachen? Hier kann ich halt auch nicht wechseln. Nichts dafür. Ich könnte natürlich zurück zum, what the fuck? Grüße Malkauf, lieber wechseln anstatt Finale, wenn es noch geht. Warum zittert denn das jetzt alles so? Ist nur da unten aber scheinbar, ne? Entschuldigung. Ja gut, hier unten ist ja aber auch nichts zum Wechseln. Ja, entweder das, dass ich jetzt wechseln würde. Dann müsste ich halt eben schnell wieder hier weglaufen. Im Grunde. Oder ich hoffe, ich mache mir damit jetzt nichts kaputt, wenn ich danach versuche zu googeln. Point of no return. Switch to Alan. The point of no return unawake is a point in the game where you will no longer be able to explore the open world freely. Okay. Das heißt für mich also, wir sollten dann wohl zu Alan wechseln. Das ist dann, glaube ich, die klügere Entscheidung. Das machen wir dann auch eben mal schnell. Diese vom FBC oder? Ja, erkunden finde ich jetzt tatsächlich nicht so wichtig. Wenn ich ein paar Sachen nicht gesehen habe, dann ist dem halt so. Da sehe ich es nicht so wild, wenn ich jetzt nicht alle Sachen gefunden habe. Bin jetzt ja auch nicht darauf aus, 100% in dem Spiel zu haben oder sowas. Hey Al. Da muss ich direkt wieder an Dings denken. Wirklich nette Familie. Mit Peggy, Al Bundy immer so, hey Al. Oh Gott. Ach, kennt das noch jemand? Ich weiß, Minecraft kennt es auf jeden Fall noch. War das unsere Mission denn hier? Gehe zum Parliament Tower, also wieder nach Hause. Das ist da drüben.
Muss aber auch sagen, ich habe eine schrecklich nette Familie nie aktiv geguckt. Ich kenne so ein paar Einzelfolgen. Was weiß ich, von wie vielen Folgen die es gibt, kenne ich vielleicht 3 oder so. Die ich wiedergeben könnte. Zur Hälfte. Also Al Bundy war wirklich einfach der Sarkasmus-König eigentlich. Go to hell! Also eigentlich müsste Al Bundy der Chef von Sarkasmus und Partner sein. Oh Gott, das wäre schrecklich. Auf einer Seite wäre es grandios, auf der anderen Seite wäre es wiederum schrecklich. Okay, die Kapitel hier im Parliament Tower, die waren immer recht kurz. Bisher. Alice had turned the bathroom into a dark room. Ja, das hatten wir schon mal, Alan. Bilder sind auch noch die gleichen. Will ich jetzt vielleicht neue Videos so gucken? Kann da Go to Hell? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Auch von da bin ich gekommen, ich Idiot. Finde ich geil, dass es in Videospielen immer Türen gibt, die in beide Seiten aufgehen, aber hier so nicht wirklich. Wie geil das wäre. Boah, es wäre aber auch hart verwirrend am Anfang. Just try to call, you know, probably ja, die Mails hatten wir auch schon. Ach so, habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, die weibliche Person war dann sehr wahrscheinlich Alice. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. Kenne ich doch schon, oder nicht? I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. Das hatten wir schon gesehen. Den ganzen Kram jetzt nochmal angucken. Oder vielleicht gibt es so minimale kleine Abänderungen. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. So ein hartes Déjà-vu, ne? One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. Ich glaube, das ist neu. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Oder auch nicht. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Ja. Ursprünglich hätte ich das tatsächlich ja auch so machen wollen, aber manche Kapitel waren ja so ultra kurz. So, was weiß ich, hattest ein Kapitel, das geht 10 oder 15 Minuten und das nächste Kapitel auf einmal so 3 Stunden. Ich fand das ein bisschen weird mit der Kapitelaufteilung und dann halt so End of Part und End of Chapter. Das habe ich am Anfang auch erst nicht so richtig gecheckt.
Zumal man ja am Anfang auch so 2 Kapitel mit Saga hatte und dann 2 Kapitel mit Alan. Dann dachte ich, wäre es halt vielleicht smart, so immer so alle 2 Kapitel zu wechseln. Bin da mal gespannt, ob es da wirklich eine, ich nenne es mal eine richtige Abfolge gibt, wie man das am besten spielt. Ich werde da auf jeden Fall wieder komplett rein versinken, wenn ich mit Alan Wake durch bin und mir die Story dann nochmal angucke und was weiß ich nicht alles. Ach, es wird wieder wild. Ich glaube, ich brauche auch so eine Wand, wo ich irgendwie so Notizen dran kleben kann und so einen Scheiß. Mein Zimmer in eine FBI-Zentrale verwandeln. Something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Plus, würde das ja gar nicht funktionieren mit Saga, Alan, Saga, Alan, Saga, Alan. Weil wir sind ja mit Saga bei Kapitel 6. Das sind wir ja bei Alan jetzt auch. Aber bei Saga ist der Point of No Return jetzt. Das würde also, das haut da nicht so ganz hin. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. Flackern der Lampe im Hintergrund. Is it really there? Irgendwas war weird am Flackern der Lampe im Hintergrund. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Die Seiten, die man findet, die Manuskriptseiten, wo die Sachen durchstrichen sind und Sachen hinzugefügt worden sind, die Manuskriptseiten aus Return von Scratch, die Alan umschreibt. Das sind halt die Seiten, die man findet. Weil da ja immer so Sachen durchgestrichen sind und Sachen hinzugeschrieben wurden, so mit einem Stift an der Seite und so.
Wir gehen direkt weiter. Den Song kennen wir ja schon. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Ach, der Happy Song, da ist er sogar. Lustig. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Aber hier können wir auf jeden Fall nichts verändern. Wir müssen hier richtig schreiben. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation.